Doch niemals hatte ich erwartet, wohin dieser erste Schritt uns führt. Niemals hätte ich erwartet, wie viele sie werden, und niemals hätte ich erwartet, wie unscheinbar sie sind. Diese 3 Königinnen der Art Camponotus nicobarensis arbeiten zusammen, um eine Kolonie von mehreren Zehntausenden zu kreieren. Ich habe mir vorgenommen zu sehen, wie groß sie werden können, und die Königinnen sind schon fleißig dabei zu starten. Unter ihnen sehr gut sichtbar sind unfassbar viele Eier. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz auf Pause drücken und zählen, aber stellt euch mal vor, dass all diese Eier gelegt wurden, bevor auch nur eine Arbeiterin geschlüpft ist. Dieses Tempo ist Wahnsinn. Von hier an wird es nur schneller. Und nicht viel später hatten wir bereits den Beweis. Puppen, Larven und Eier, kreuz und quer. Das Reagenzglas füllt sich und es ist beeindruckend, wie viel Platz dann am Ende doch jedes Ei einnehmen wird. Doch beeindruckender ist, dass das die Königinnen ohne Futter machen. Sie füttern die Larven mit den Nährstoffen, welche sie in ihren Flügelmuskeln haben. Da sie nach der Paarung ihre Flügel abwerfen, brauchen sie diese Muskeln nicht mehr. Man kennt Ameisenköniginnen in der Regel als einzelne Königinnen von Kolonien. Diese Königinnen tun sich allerdings kurzzeitig zusammen. Mit wachsender Koloniegröße trennen sie sich aber und jede Königin verbleibt in einem eigenen Bereich der Kolonie. Das nennt man Olygogyn. Sie konkurrieren dann als Teil derselben Kolonie untereinander und können sich sogar gegenseitig töten. Ich verlose übrigens eine Kolonie mit 3 Königinnen und den ersten Arbeiterinnen. Wie ihr bei der Verlosung teilnehmen könnt, verrate ich euch im Laufe des Videos. Also hört aufmerksam zu. Und es ist immer wieder großartig, die ersten Arbeiterinnen zu beobachten. Diese kümmern sich wie programmiert um ihre ungeschlüpften Schwestern und nehmen den Müttern die Arbeit ab. Liebevoll und gewissenhaft sichern sie so die Zukunft der Kolonie und haben dabei keine Pause. Die ersten Arbeiterinnen sind häufig kleiner und leben kürzer, weil sie mit den Reserven der Königinnen großgezogen wurden. Die Arbeiterinnen jetzt sind aber auch in der Lage, nach Futter zu suchen, und das merkt man dann auch. Ein paar Wochen später konnte ich meinen Augen kaum glauben. Und ich denke, ihr seht es auch direkt. Das ganze Reagenzglas ist voll und es fällt mir schwer zu glauben, was ich hier sehe. Das Röhrchen ist wie in 2 Schichten geteilt. Unten eine riesige Schicht weiße Brut mit Eiern, Larven und Puppen. Oben wuseln über 100 Arbeiterinnen hin und her, welche unermüdlich alles versorgen und verpflegen. Hier werden mindestens nochmal 100 Larven gefüttert und an die besten Stellen gebracht, damit sie sich bestens entwickeln. Wie sie das entscheiden, ist mir vollkommen schleierhaft, aber wie man sieht, funktioniert es eindeutig. Immer wieder kann man kurz die Königinnen sehen, welche förmlich in einem Meer der Arbeiterinnen ertrinken. So wird auch sichtbar, dass die Königinnen nicht wirklich Königinnen sind. Zu diesem Zeitpunkt haben die Arbeiterinnen die Kontrolle und die Königinnen sind den Entscheidungen der Arbeiterinnen komplett unterlegen. Ein klassischer goldener Käfig. Arbeiterinnen verließen und betraten rastlos das Nest und waren immer hungrig und auf der Suche nach Futter. Ihrem Wunsch kam ich nach und gab ihnen, was sie so sehr begehrten, um ihren Nachwuchs zu füttern. Es war wie im Bilderbuch anzusehen, wie die ersten Ameisen das Futter fanden und dann nach und nach die ganze Kolonie darüber Bescheid weiß. Wie ich sie so beobachtete, wusste ich, dass das Röhrchen schon lange nicht mehr genug ist. Sie brauchen dringend ein neues Zuhause und ich hatte da auch schon eine leicht verrückte Idee. Und diese beginnt mit einem Donut. Denn ich möchte etwas machen, was noch niemand gemacht hat. Aber warum zeige ich euch einen Donut? Nun, diesen habe ich selbst gestaltet. Seit Ewigkeiten ist es ein Klassiker, wenn man die Software Blender lernt, dass man einem bestimmten Donut-Tutorial folgt, welches ich in der Beschreibung auch verlinke. Und sobald dieses gemeistert war, habe ich mich dann an einem eigenen Modell versucht. Seit Ewigkeiten bin ich am Überlegen, wie man eine Aztekenpyramide umsetzen kann. Im Kopf bin ich viele Modelle durchgegangen und bin schließlich mit diesem Design zufrieden gewesen. Ich bin besonders stolz auf die Details und die authentischen Tierbilder. Die komplette Datei gibt es als kleines Geschenk an euch, kostenlos in der Beschreibung zum Download. Ohne Anmeldung, ohne Schnickschnack. Den Tempel habe ich dann gedruckt und oh Leute, ich habe mich riesig gefreut, als dann am Ende die fertige Pyramide vor mir stand. Es war klar, dass durch den Druck Details verloren gehen, aber wie viele dann doch noch behalten wurden, war richtig gut. Die raue Struktur der Steine war mir besonders wichtig und je mehr Details wir in den Tierbildern haben,
desto besser wird es dann auch im nächsten Schritt. Dieser wird nämlich außergewöhnlich. Die Pyramide sollte nämlich nicht aus Plastik sein, sondern es war mir sehr wichtig, diese aus natürlichem Material zu haben. Ich verwende sehr ungerne Plastik in meinen Vivarien und bin da auf Abformmasse aus der Zahnmedizin gestoßen. Diese wird dafür verwendet, Abdrücke von Zähnen zu machen. Diese Masse verfestigt sich so schnell, dass ich sehr schnell handeln musste und billig ist sie leider auch nicht. Ich verlinke euch aber natürlich, wie immer, alle verwendeten Produkte in der Beschreibung. Im zweiten Rutsch habe ich es dann geschafft, die Pyramide zu bedecken, aber jetzt hatte ich ein kleines Problem. Dieser Wackelpudding war eigentlich weich, aber in der Form hielt er fest, als wäre es sein Zuhause. Egal wie ich es auch drehte und wendete, die Pyramide steckte gnadenlos fest. Ich probierte den Unterdruck zu lösen, indem ich die Seite öffnete und hatte damit leider nur geringen Erfolg. Zum Glück lässt sich die Masse in diesem Zustand wunderbar schneiden und es ist sehr leicht, diese mit einem Messer von der Scheibe zu lösen. Dann etwas Feingefühl und wir können das Ganze wie einen Pudding aus dem Glasgefängnis befreien. Und irgendwo in diesem Würfel ist nun unsere Pyramide gefangen. Bei dem Design habe ich mir leider nicht überlegt, wie ich diese wieder aus dem Würfel herausnehmen kann. Das hat mir ziemlich Kopfschmerzen bereitet. Aber ich hatte einen Plan. Mit etwas Feingefühl schnitt ich den Würfel in zwei und konnte so die Pyramide befreien. Jetzt waren aber die Gänge für die Ameisen trotzdem noch mit der Masse gefüllt. Darum kümmern wir uns später. Erst kommt die Pyramide raus und es ist richtig cool, den Abdruck zu sehen. Wie viele Details beibehalten wurden, ist sehr gut und es gibt mir Hoffnung für das Endergebnis. Dieses wird nämlich nochmal kniffliger, aber ich will nichts vorwegnehmen. Erstmal musste ich jetzt die Gänge feinfühlig entfernen. Diese brauchen wir noch und ich zeige euch auch, wofür. Die Gänge fixiere ich mit Zahnstochern auf der nun glatten und abgeschnittenen Seite der Formmasse. Dabei machte ich mir viel Mühe, die Abstände zwischen den Gängen beizubehalten und die richtige Höhe zu treffen. Das war gar nicht so leicht, aber mit Fingerspitzengefühl und Geduld habe ich es geschafft. Dann konnte ich wie im Baukastensystem die Hälften wieder vereinigen. Die Masse verliert allerdings auch Feuchtigkeit und verformt sich dadurch leicht. Ich musste mir deswegen überlegen, wie ich die Seiten beisammen bekomme und ganz ehrlich, dass das so gut mit Klebeband klappt, hätte ich irgendwie nicht gedacht, aber manchmal muss man sich wohl einfach zu helfen wissen. Das Ganze habe ich dann mit Fugenmörtel gefüllt. Dieser hatte eine starke Puddingkonsistenz und ich hatte Sorge, dass es sich nicht ordentlich in den Gängen verteilen wird. Also gab ich besonders darauf Acht, ihn mehrfach und gut anzudrücken, sodass alles sich in den richtigen Fleck quetscht. Hier musste ich einfach etwas Vertrauen haben, dann noch etwas glatt streichen und dann heißt es nur noch warten. Getrocknet und bereit war ich drauf und dran, dann die Pyramide zu befreien, aber das ging nur noch sehr schwer. Die Poren des Mörtels hatten sich fest mit der Form verklebt und ich kann euch eins sagen, das zu entfernen war kein Spaß. Die Gänge gingen noch irgendwie, aber die Vorderseite war eine komplette Katastrophe. Ich versuchte es wie ein Restaurateur oder Archäologe, welcher ein Fossil aus einem Stein befreit. Die Kleinigkeiten waren aber deutlich sichtbar und ich hatte eine Idee. Die Pyramide fand wieder ihren Platz im Glasbecken, aber dieses Mal füllte ich es mit Wasser. Und in dieses gab ich dann Gebissreiniger. Dieser wirkte dabei wahre Wunder. Nach kürzester Zeit setzten sich überall Luftblasen an. Diese setzten sich dabei nicht nur auf den Rückständen ab, sondern auch um und unter diese. So lösen sich die Überreste nach und nach vollständig von der Pyramide. Manchmal möchte man Ameisen halten und steht dann plötzlich vor einer blubbernden Pyramide. Schon seltsam, wie das Leben manchmal spielt, aber genau diese Seite des Hobbys mag ich sehr gerne. Ausprobieren und selber gestalten hat immer etwas Besänftigendes, was ich sehr mag, und wie man das eigene Wissen erweitert, freut mich jedes Mal aufs Neue. Am nächsten Tag war ich von dem Endergebnis überwältigt. Wie bei einer Schneekugel schwammen die Flocken in der Flüssigkeit und allein daran zu denken, all dies per Hand entfernen zu müssen, lässt mir einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen. Dankbar für Gebissreiniger und nach einer kleinen Dusche stand sie dann nun endlich vor mir. Durch den Mörtel waren einige Details verloren gegangen, aber der ganze Grund, es in Mörtel zu machen, war eigentlich genau dieser. Es sollte wie eine alte, verwitterte Steinpyramide aussehen, welche Risse, Kanten und ein von der Zeit mitgenommenes Aussehen haben sollte. Und
was soll ich sagen? Ich bin vollkommen zufrieden. Die Tierbilder sind noch zu erahnen, aber sehen aus wie über die Zeit zerfallen. Und am meisten bin ich noch darüber froh, wie gut dann doch noch die Gänge gelungen sind. Diese sind zwar auch nicht perfekt, aber die Ameisen werden definitiv damit arbeiten können. Jetzt hielt uns nichts mehr auf, den Ameisen ein Zuhause zu geben, welches es so auf YouTube noch nie gegeben hat. Wir nehmen also wieder unseren Würfel. Dieser wird das neue Zuhause der Ameisen. Dann etwas Blähton. Dieser nimmt überschüssige Flüssigkeit auf und gibt sie nach und nach wieder ab. Damit die Erde sich auch von der Nässe trennen kann, gibt es noch ein Trennvlies. Die Erde fülle ich da aber nicht ganz so hoch. Ich habe da noch etwas vor. Aber ein kleines Podest aus Erde baue ich dann doch noch für später. Mein Lieblingspart, die Pflanzen zu platzieren, ist immer wieder großartig. Pflanzen kann man nicht 3D drucken, man muss mit der Natur arbeiten, wie sie selbst gewachsen ist. Meine Vivarien runde ich immer gerne mit Moos ab. Das gibt allem eine schöne Frische und vor allem dieses Kissenmoos wirkt so schön weich und bringt Variation in das Vivarium. Und wie ich so das Moos aufteilte, passierte auf einmal etwas sehr Seltsames. Mitten im Moos war auf einmal eine zweite Ameisenkolonie. Hunderte Ameisen krabbelten von A nach B aufgescheucht von der plötzlichen Störung. Ich war vollkommen perplex und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich untersuchte das Moos weiter und fand immer mehr und mehr Ameisen. Ich konnte die Art nicht bestimmen, aber es handelt sich wahrscheinlich um eine Temnothorax-Art, welche ich auch selber schon früher selbst im Wald gesammelt habe. Mit den Kolonien habe ich selbst 3 Nanovivarien eingerichtet. Wie ich das gemacht habe, findet ihr auf meinem Kanal. Vielleicht mache ich etwas Ähnliches mit einer neuen unerwarteten Kolonie. Um das zu erfahren, solltet ihr den Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Am nächsten Tag stand es da. Mystisch und geheimnisvoll ragte der Tempel zwischen den Pflanzen und dem Plateau empor und thront über dem Vivarium. Die Pflanzen sind frisch und bereit für die Ameisen. Ich habe mir weit mehr Mühe gemacht, als ich mir für irgendein anderes Vivarium vorher gemacht habe. Und nun ist es nur noch eine Frage der Ameisen, ob all meine Mühe sich gelohnt hat. Wenn nicht, dann werden hier wenigstens weiße Asseln leben. Diese sind immer wieder cool und ernähren sich von den Resten, die die Ameisen hinterlassen. Dazu gehören Futterreste, aber auch abgestorbene Pflanzenteile. Ich bin gespannt, ob sie sich gut einleben oder ob die Ameisen diese vielleicht sogar jagen werden. Definitiv zu klein werden wahrscheinlich diese kleinen Wesen hier sein. Dabei handelt es sich um tropische Springschwänze. Die Kleinen sind Teil der sogenannten Bodenpolizei und ernähren sich unter anderem vom Schimmel. So sorgen sie für die Gesundheit des Vivariums und dass sich unsere Ameisen weiter wohlfühlen können. Wie man diese züchtet, kann ich euch, wenn ihr wollt, mal in einem extra Video zeigen. Und jetzt hält uns nichts mehr auf. Vorsichtig verschloss ich das noch aktuelle Zuhause der Kolonie. Sie haben Säure, die sie verspritzen können. Diese versuche ich zu vermeiden. Entsprechend vorsichtig bin ich, wenn ich sie in das Vivarium gebe. Sie können in Panik geraten und Säure in das verschlossene Reagenzglas versprühen. So können sie sich selbst vergiften und schaden. Glücklicherweise geht alles gut und ich habe die wundervolle Ehre, das Vivarium für die Kolonie zu öffnen. Die ersten verwunderten Ameisen fanden sich plötzlich am Rand des Reagenzglases wieder, welches nun in eine ganz andere Umgebung mit Milliarden neuer Gerüche führt. Diese Information wurde zurück an die Kolonie gegeben und eine mutige Arbeiterin untersuchte mit deutlicher Neugier die direkte Umgebung. Das hier war neu für sie, aber eigentlich näher an dem dran, wie es sein sollte, als je zuvor. Ein Dreiertrupp wagte sich geschlossen an die Öffnung und ihre Fühler registrierten sämtliche Erneuerungen. Hier wurde geprobt, erkundet und getestet. Noch waren sie vorsichtig, aber mit jeder Sekunde wurden sie mutiger. Schon wenige Minuten später waren mutige Späherinnen im Vivarium unterwegs und erklommen Pflanze nach Pflanze. Es war herrlich, sie so natürlich und zwischen den Blättern ab- und auftauchen zu sehen. Die Freude schien sich gut rumzusprechen. Der Eingang war voll, das Nest war aber noch voll entspannt. Oder, eher genauso wuselig wie immer. Hier wusste noch niemand, was hier gleich entdeckt wird. Die Pyramide wurde nämlich das erste Mal erklommen. Gewissenhaft und sorgfältig fand die Arbeiterin den Weg in die Höhe und sogar die Spitze wurde nun erobert. Ich rückte vor bis zur Stuhlkante und dachte, es wäre nun soweit, dass jetzt schon das Nest gefunden wird.
aber es sollte noch nicht sein. Sie verharrte vor dem Eingang, aber genoss den Ausblick auf ihr neues Zuhause. Alles, was das Licht berührt, gehört nun zu ihrem Reich. Es war nun vollkommen normal und etabliert, dass der Eingang zum neuen heißen Treffpunkt des Vivariums geworden ist. Die Ameisen fühlten sich hier eindeutig wohl und fühlten sich sicher. Das war ein wichtiger erster Schritt. Von hier aus strömten sie in alle Richtungen. Immer wieder hoffte ich, die Innenseite von Arbeiterinnen erkundet zu sehen, aber dies blieb leider nicht erfüllt. Die Pyramide stand eindeutig bereit und man konnte die Arbeiterinnen klettern sehen, aber es blieb ein Geduldsspiel. Damit sich die Ameisen auch in der Pyramide wohlfühlen, habe ich alles mit roter Folie abgedeckt. Man geht davon aus, dass die meisten Ameisen kein rotes Licht sehen können. Deswegen sieht es dann vermutlich in der Pyramide so aus, als wäre es für die Ameisen komplett dunkel, während wir sie trotzdem beobachten können. Die simple Neugier, die Ameisen ausmacht, ist immer wieder deutlich anzusehen. Man sieht, wie sie leicht und spielerisch fast wie Katzen Dinge erkunden und erfassen wollen. Wie muss das wohl sein, plötzlich in einer Umgebung zu sein, die man nicht erkennt und trotzdem wie ein persönlicher Traum gestaltet ist? Da wäre ich erstmal neugierig, aber auch extrem vorsichtig. Zum Glück sind die Ameisen nicht alleine und eine Kolonie dieser Größe ist deutlich mutiger und stärker als eine Kolonie von damals mit 3 Königinnen und wenigen Arbeiterinnen, welche noch um das pure Überleben kämpft. Natürlich lassen wir die hinterbliebenen Arbeiterinnen nicht zurück. Diese kennen zwar das neue Vivarium nicht, aber kennen den Geruch ihres Reagenzglases und wenn ich sie direkt vor die Öffnung platziere, finden sie direkt nach Hause. Jetzt, wo alle zusammen sind, war es toll, sie das Vivarium erobern zu sehen. Noch haben sie das Nest nicht gefunden, aber ich gab ihnen etwas Zeit und wusste noch nicht, wie krass das sein wird, was ich dann finde, wenn ich wiederkomme. Unfassbar. Hier krabbelten Ameisen ein und aus dem Eingang der Pyramide. Ich war 2 Stunden weg und plötzlich ging alles viel schneller als gedacht. Das hier war kein zufälliger Strom von Ameisen, sondern eine gezielte Ameisenstraße. Aber was war das? War das hier etwas Brut? Das war ja fabelhaft. Aber ich wollte mich nicht zu früh freuen. Viel beeindruckender fand ich, wie eine Majorin, wie ein kleiner Panzer, die Pyramide erklomm und all ihre Schwestern wie Zwerge aussehen lässt. Die Majorinnen sind kräftiger und können mit ihren starken Mandibeln Futter und Feinde zerteilen. Sie verbringen allerdings die meiste Zeit im Nest, um dort Nestaufgaben für die Nestpflege zu übernehmen. Da haben alle Feinde der Kolonie wohl Glück gehabt. Das Röhrchen war schon erstaunlich leer. Zumindest waren wohl die Arbeiterinnen irgendwo dabei, Aufgaben außerhalb des Nestes nachzugehen, weswegen man die unbegreifliche Masse der Brut nun endlich erfassen kann. Wie ein Teppich aus Eiern, Larven und Puppen erstreckt sich die Brut über die volle Länge und es wird nochmal deutlich, wie dringend sie mehr Platz brauchen. Und den holten sie sich nun. Gespannt sah ich zu, wie ein weiteres Teil der Brut in die Pyramide gebracht wird. Aber die Königinnen waren noch nicht überzeugt. Sie warteten beharrlich am sichersten Ende des Röhrchens und beäugten alles kritisch. Oder warteten die Arbeiterinnen, bis alles bereit ist, um die Königin, so wie sie es wollten, in das neue Nest zu transportieren. Die Königinnen haben das neue Nest nie gesehen. Nur die Arbeiterinnen haben entschieden, dass die Kolonie umzieht. Alle Kraft liegt bei denen, die arbeiten. Und diese brachten Brut wieder und wieder und wieder unermüdlich in das neue Nest. Der Umzug ist offiziell. Langsam setzt auch bei mir das Gefühl ein, es endlich geschafft zu haben. Die Vorbereitung der Pyramide mit 3D-Programm lernen, drucken, formen, gießen, reinigen und allem, was dazugehört, war eine Arbeit von mehreren Monaten. Jetzt zu sehen, wie alles zusammenkommt und es tatsächlich funktioniert, lässt ein wohlig warmes Gefühl zurück. Und zwischendrin war da auf einmal eine der kleinen Ameisen, die wir vorher im Moos gesehen haben. Diese hatte sich wohl mit dem restlichen Moos in das Vivarium verirrt. Die Ameisen schienen sie grundsätzlich zu ignorieren, aber als ich gerade nicht gefilmt habe, wurde sie angegriffen und ich habe sie entfernt und wieder mit dem Rest ihrer eigenen Kolonie vereint. Ich werde keinen absichtlichen Ameisenkrieg starten. Doch die Ameisen hatten wohl auch anderes zu tun. Aus mir nicht erklärbaren Gründen hat diese eine Arbeiterin ein Stück Erde geschnappt,
und platzierte es im Eingang des Reagenzglases. Ameisen verschließen häufig ihre Nester, um sie sicherer zu machen und zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Vielleicht hatte diese Arbeiterin vor, das Röhrchen zu verschließen, aber dann wurde plötzlich ein Stück der Erde in das neue Nest getragen und von da an war ich komplett verwirrt. Wir werden uns wohl einfach überraschen lassen müssen. Die Ameisenstraße entwickelte sich nach und nach zur Ameisenautobahn und der Strom wurde immer stärker. Das Röhrchen hatte sich auch schon deutlich geleert, aber es war noch mehr als die Hälfte zu holen. Zusammengekauert und umgeben von Bauarbeiten, welche die Arbeiterinnen unermüdlich vorantreiben. Im Zeitraffer sieht man, wie die Eier, Larven und Puppen abgetragen werden und es kaum zu fassende Mengen sind. Durchgehend arbeiten die Arbeiterinnen, aber es wurde kaum weniger. Und plötzlich war da auf einmal die erste Königin, welche sich nicht mehr zurückhalten konnte. Sie verließ sich das leerende Nest und hat sich ein Herz gefasst, nur um dann doch kalte Füße zu bekommen und doch noch auf halbem Weg umzudrehen. Wenn man bedenkt, dass jede Sekunde im Freien für die Königin und die Kolonie super gefährlich sind, war diese Entscheidung eine Katastrophe. Jede Sekunde war eine, in der ein Vogel oder etwas anderes die Königin erwischen kann. Und dann fasst sie sich doch nochmal ein Herz und geht den beschwerlichen Weg, aber lohnenden Weg der Tempeltreppe und erklomm sie und die erste Königin ist nun sicher im neuen Nest. Puh, mir fiel ein Stein vom Herzen. Und das, obwohl die Königin ja eigentlich bei uns komplett sicher ist. Eine weitere Majorin eskortierte 2 Arbeiterinnen mit Brut in den Mandibeln und mir fiel die Menge an Erde im Röhrchen auf. Was es damit auf sich hat, werden wir wohl erst später erfahren. Ich zumindest sah keine Arbeiterinnen mit Erde in den Mandibeln, aber dafür immer wieder welche mit Brut. Ein weiteres Mal setzte ich den Zeitraffer auf und wie die Treppe voll ihre Funktion erfüllt, ist erstaunlich. Rein praktisch brauchen die Ameisen die Treppe natürlich nicht. Aber es fällt ihnen wohl selbst auch leichter, als mehrere senkrechte Abhänge hochzuklettern. Vor allem mit der Brut. Und auch dieser Zeitraffer endet frühzeitig durch den Mut einer Königin. Langsam, neugierig und stetig war diese Königin deutlich sicherer als ihre Schwester. Dachte ich zumindest, bis auch diese sich umdrehte. Ich konnte es kaum fassen. Was sie brauchte und was fehlte, um die endgültige Entscheidung zu treffen, war mir vollkommen schleierhaft. Aber sie kletterte tatsächlich wieder zurück in das Nest. Brut wurde links und rechts an ihr vorbeigetragen, aber es sollte wohl noch nicht sein. Währenddessen bildete sich ein wortwörtlicher Stau in der Öffnung der Pyramide. Die Ameisenstraße war so gut besucht, dass man sich absprechen musste, wie man durch die Öffnung kommt. In der Queransicht sieht man, wie viel jetzt transportiert wurde. Es gab gar keinen Zweifel mehr, dass das neue Zuhause eingenommen wird. Mehr und mehr Arbeiterinnen waren unterwegs und folgten der klaren Aufgabe, so viel Brut wie möglich in das neue Nest zu bringen. Es müsste schon fast gefüllt sein, aber das schauen wir uns später an. Jetzt dürfen wir die Ameisen nicht stören. Wenn wir nachschauen, können wir die Ameisen stören und diese können das neue Nest dann doch noch als nicht sicher ansehen und den Umzug abbrechen. Der Anblick des Umzuges war aber sowieso faszinierend genug, also war es leicht, die Neugier zurückzuhalten. Und dann, ohne lange zu zögern, war da plötzlich die zögernde Königin. Auch jetzt wirkte es so, als würde sie sich selbst nochmal überzeugen müssen, aber als sie sich dann entschlossen hat, war daran dann auch nichts mehr zu rütteln. Es war fantastisch zu sehen, wie sie den Pfad nahm, den schon so viele jetzt geebnet hatten, und die Treppe erklomm, welche seit Monaten für sie vorbereitet wurde. Der Eingang des Tempels verschlang sie und auch sie war nun zu Hause, dicht gefolgt von weiteren Klumpen Brut. Im Reagenzglas waren nun nur noch Reste und eine große Majorin. Aber Moment mal, wir hatten doch 3 Königinnen. Wo war denn jetzt die 3. hin? Hatten wir sie vielleicht verpasst? In dem Gewimmel war es schwierig, überall alles mitzubekommen, aber sowas wie die Königin sieht man ja eigentlich sehr gut. Vielleicht war schon eine umgezogen, als wir kurz 2 Stunden weg waren. Oder, und das ist meine starke Befürchtung, eine Königin wurde bereits getötet. Wie erzählt, konkurrieren die Königinnen auch miteinander und bei geringer Entfernung kann es auch dazu kommen, dass eine Königin getötet wird. Ob es dazu gekommen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Dazu müssen wir in das Nest schauen, was zum Glück auch deutlich mehr Platz bietet, sodass sich die Königinnen vertragen sollten. Das ganze Vivarium war nun bereits erobert. Man darf nicht vernachlässigen,
dass ein großer Teil der Arbeiterinnen auch damit beschäftigt ist, das Vivarium weiter zu erkunden und zu erobern. Dass jetzt ein neues Nest gefunden ist, heißt ja nicht, dass die Suche nach Futter und Gefahren aufhört. Die letzten Larven wurden nach und nach abgetragen und ich konnte es kaum erwarten. Bald würde dieses Röhrchen nicht mehr bewohnt sein und alle Ameisen würden sich auf das neue Nest in der Pyramide konzentrieren. Und dann war es auch schon passiert. Was meint ihr? Wie viele Eier, Puppen und Larven wurden hier transportiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch die letzte Majorin ließ nun los und machte sich auf die Reise ins Ungewisse. Schließlich wissen die Ameisen ja nichts über das neue Ziel. Sie vertrauen dabei vollkommen ihren Schwestern, welche eine Duftspur gelegt haben, welche ihnen sagt, dass es dort, wo es hingeht, besser ist, als dort, wo man gerade ist. Die Ameisen müssen einander vertrauen, um so perfekt zu funktionieren. Es verirrten sich weiter Arbeiterinnen in das alte Nest mit der Intention, weiter Brut zu transportieren und sie wussten natürlich nicht, dass bereits alles transportiert wurde. Entsprechend entnahm ich nach zufriedener Arbeit das Röhrchen und machte das erste Mal den Blick frei für das wundervollste Vivarium von all meinen Vivarien. Der Anblick war toll und ich konnte mich kaum satt sehen. Aber ich denke, uns allen juckt es in den Fingern zu sehen, wie es jetzt in der Pyramide aussieht. Und ich will uns nicht länger auf die Folter spannen. Der obere Teil ist relativ leer, aber weiter unten finden wir die gesamte Kolonie. Und ohne Folie war es direkt noch beeindruckender. In ihrer Eile haben sie die gesamte Brut aufgestapelt und verwenden jetzt ihre Energie darauf, diese zu versorgen und zu verteilen. Falls ihr eine Schätzung habt, wie viele Arbeiterinnen es sind, dann gerne in die Kommentare damit. Im Moment traue ich mir das nicht zu. Ich bin viel zu beeindruckt von dem Knubbel, aber man sieht auch, dass es hier deutlich mehr Platz gibt. Es sieht toll aus, wie genutzt wird, was wir hier mühsam modelliert und geformt haben, aber ich bin mir sicher, dass es hier demnächst noch viel voller werden wird. Jedes dieser Eier, dieser Larven und dieser Puppen wird schon spätestens in 3 Wochen wieder zu einer Arbeiterin werden, welche Tag ein, Tag aus neue Brut verpflegen wird. Ich gab ihnen etwas Zeit, sich zu sortieren, denn erst dann wird es nochmal beeindruckender. Die Ameisen haben sich eingelebt und es gibt keinen Zentimeter, der nicht von ihnen erkundet, kartografiert und eingenommen wurde. Aber wie gesagt, wird es erst besonders spannend, wenn man nochmal in das Nest schaut. Und gerade als ich das machen wollte, fiel mir etwas auf. Irgendwie war hier links an der Seite etwas im Gange. Arbeiterinnen warfen gezielt Erde von der Kante. Und spätestens als die zweite das machte, war es kein Zufall mehr. Und nach dem 3. Mal war es ein eindeutiger Plan. Warum auch immer hatten sich die Ameisen dazu entschieden, links an der Ecke zu graben. Ich hatte keine Ahnung warum. Vielleicht war es dort einfach feuchter und sie mochten das Klima, aber alles wurde deutlicher, als ich um die Ecke schaute. Sie hatten sich einen eigenen Tunnel gegraben, welcher direkt in die Pyramide zum neuen Nest führt. Die Erde wurde taktisch platziert und sogar die Blätter der Pflanze wurden eingebaut. Hier habe ich die Pyramide wohl etwas zu weit von der Scheibe platziert und die Ameisen haben direkt eine eigene Idee, wie sie das gestalten. Erst habe ich mich etwas geärgert, weil ich ja wollte, dass sie im Tempel sein sollten. Aber dass das letzte Wort immer die Ameisen haben, lernt man in der Ameisenhaltung schnell. Und schließlich ist es ja auch das, weswegen man Ameisen hält. Im Nest haben sie auch ordentlich angefangen zu gestalten. Sie haben die Lücken in den Gängen eigenständig angefangen mit Erde aufzufüllen und so zu schließen. Die Wände sind natürlich uneben und enden nicht direkt an der Scheibe. Die Ameisen haben die Aufgabe übernommen und haben den Rest in ihrer perfekten Baumeisterinnenart direkt geschlossen, sodass ihre Kammern dicht und geschlossen sind. Komplett faszinierend. Ich versuchte die Königinnen zu entdecken, aber wisst ihr was? Diese Aufgabe überlasse ich euch. Ihr könnt zählen, wie viele Königinnen ihr seht und wo diese sind. In der Zwischenzeit gab ich ihnen einen kleinen Snack, um alles zu verarbeiten. Die Kolonie brauchte täglich Futter, um alle zu ernähren und den exponentiellen Wachstum zu stützen. Es dauert auch nicht lange, bis sie die Heimchen entdeckten. Der Umzug hat die Kolonie einiges an Energie gekostet. Die Proteine der Heimchen landen aber hauptsächlich bei der Brut, welche diese braucht, um sich zu entwickeln. Viel wichtiger für die Arbeiterinnen sind Kohlenhydrate in Form von süßen Säften wie Agavendicksaft. Diesen lieben fast alle Ameisen und natürlich werden die müden Arbeiterinnen auch von mir damit belohnt.
Mit dieser Energie werde ich wahrscheinlich schon bald ein zweites Vivarium anbauen müssen. Und da frage ich mich, was wünscht ihr euch für ein zweites Vivarium? Sagt es gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr auch eine kleine Kolonie mit ersten Arbeiterinnen dieser Art haben wollt, dann geht in der Beschreibung auf den Discord-Link. Auf dem Ameisen-Discord findet ihr im Gewinnspielbereich alle Details zu der Verlosung dieser Kolonie. Ihr müsst da nur eine Reaktion hinterlassen und könnt direkt teilnehmen. Ich wünsche euch dabei viel Glück und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der nun angezeigten Videos. Danke auch an die Kanalmitglieder, die diese Videos leichter machen. Mitgliedschaften starten bereits ab 2 € pro Monat, aber macht das bitte nur, wenn ihr es euch leisten könnt. Es reicht auch, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.